Ich bin Zen Rasa. Willkommen zurück zu unserer Sendung Die Quelle, wo wir investigative Journalisten, Whistleblower und politische Experten interviewen. Heute werde ich mit Anya Parampil sprechen, einer investigativen Journalistin für das Grey Zone Project. Das Grey Zone Project ist eine unabhängige Nachrichtenwebsite, die kein Geld von Unternehmen entgegennimmt. Anya, es freut mich sehr, Sie bei uns willkommen zu heißen. My pleasure. Good to be with you. Ich möchte mit Julian Assange beginnen. Staatsanwälte in Schweden haben das Vergewaltigungsverfahren gegen ihn eingestellt und gaben an, dass sich die Beweislage seit der ursprünglich mutmaßlichen Vergewaltigung erheblich verschlechtert habe. Jetzt liegt der Fokus ausschließlich auf seiner Auslieferung an die USA. Der Fall soll im Februar beginnen. Wie beurteilen Sie diesen Fall und welche Auswirkungen hat er auf die Demokratie? It has horrible implications for democracy. I'm in complete agreement with Wikileaks. Der Fall hat schreckliche Auswirkungen auf die Demokratie. Ich stimme der Mitgründerin von Wikileaks, Christine Heffernan, voll und ganz zu, die sagte, dass der Fall Assange, so wie er jetzt vorliegt, so schnell wie möglich aufgeklärt werden muss. Und wenn es tatsächlich zur Auslieferung kommt und er in die Vereinigten Staaten gebracht wird, bedeutet es das Ende jeglichen Anscheins von Pressefreiheit in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich. Ich denke, Assange ist der ergiebigste und wichtigste Journalist unserer Zeit. Ich bin völlig entsetzt über das Schweigen in der US-Presse. Die überwiegende Mehrheit seiner Kollegen hier in den Staaten hat stattdessen mitgeholfen, diese Geschichte zu untermauern, dass er eine Art russischer Spitzel sei, der geholfen habe, das Ergebnis der Wahlen 2016 zu beeinflussen, statt über einige der Fehler der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton im Rennen gegen Trump 2016 zu reflektieren. Und damit haben die Pressevertreter hier in den Vereinigten Staaten den schärfsten Angriff auf die Pressefreiheit, den ich je erlebt habe, gebilligt. Und ich würde sogar sagen, dass ich mich selbst in den letzten Jahrzehnten an nichts so Schreckliches entsinnen kann. Denken Sie daran, dass 60 Ärzte kürzlich einen Brief an den britischen Innenminister geschickt haben, in dem sie erklärten, dass Assange wegen der Bedingungen, unter denen die britische Regierung ihn festhält, in Lebensgefahr sei. Der verblüffendste Aspekt für mich ist das Schweigen. Dass all das direkt vor unseren Augen geschehen kann. Auch wenn der UN-Berichterstatter für Folterungen einen Bericht herausgibt, wie er es im November getan hat, indem er sagt, dass Assange an der Willkürlichkeit seiner Zustände und an der schrecklichen Behandlung, die er im Gefängnis enthält, sterben könnte. Seine Eltern verkünden, dass er jeden Moment sterben könnte. Deshalb verstehe ich einfach nicht, warum dies für alle Journalisten nicht an erster Stelle steht, selbst bei den Medienkonzernen. I think after the election of Donald Trump, there was this panic in the US. Ich denke, nach der Wahl von Donald Trump gab es diese Panik in den Elitemedien der USA, die behaupteten, dass Trump die Pressefreiheit angreife, dass er CNN als Fake News bezeichne und deshalb seien Journalisten in den Vereinigten Staaten in Gefahr. Ich denke, diese Menschen verhalten sich sehr kindisch, besonders wenn wir uns noch einmal die Tatsache anschauen, dass sie bis heute zum Thema Assange geschwiegen haben. Wir veröffentlichen oft Artikel über Lateinamerika und China im Grey Zone Project und wir stellen immer wieder fest, dass die Nutzung von Wikileaks extrem wertvoll für unsere Arbeit ist. Noch heute macht Wikileaks für unsere Berichterstattung und die anderer Journalisten eine andere Ebene zugänglich. Daher bin ich Assange und Wikileaks ewig dankbar und ich hoffe, dass dieser Fall bald zu einem Beschluss kommt, sodass wir Assange in Freiheit sehen, im Gegensatz zu dem Zustand der letzten Jahre. Ich möchte gerne das Thema wechseln und über ein Thema sprechen, das zumindest in den deutschen Medien nicht mehr für Schlagzeilen sorgt. Anfang dieses Jahres haben Sie Venezuela während der Krise besucht. Erzählen Sie uns bitte von Ihren Beobachtungen dort. Wie vergleichen Sie diese mit der Berichterstattung der Medien innerhalb der USA? Ich war dieses Jahr zweimal in Venezuela. Ich verbrachte 2 Monate in Venezuela und berichtete direkt vor Ort. Seitdem die Trump-Regierung diesen Putschversuch durchführte und Juan Guaido einen bisher unbekannten Abgeordneten als Präsidenten des Landes anerkannte. Und dann ihre Verbündeten wie Deutschland und andere europäische Länder drängte, dasselbe zu tun. Ich war im Februar sowie im Juli in Venezuela. Und was ich herausgefunden habe, ist, dass die US-Medien, und ich würde mir vorstellen, dass es bei den deutschen Medien genauso ist,
ein Narrativ um Diktatur und Autoritarismus gesponnen haben, im Gegensatz zu einer demokratischen Bewegung zur Unterstützung von Juan Guaido, von einem Diktator, also Maduro, der aus irgendeinem Grund die Wirtschaft nicht unter Kontrolle hat. Maduro kümmert sich nicht sehr um seine Leute, sodass sie auf der Straße verhungern und Hunde essen müssen. Ich habe festgestellt, dass der Ernst der humanitären Krise, die tatsächlich existiert, nicht nur das beabsichtigte Ergebnis der US-Sanktionspolitik ist, sondern auch von den US-Medien stark übertrieben wurde. Die Venezolaner ernährten sich nicht von Zootieren und bettelten nicht in dem Maße auf der Straße, wie ich es in einigen Städten in den USA beobachtet habe. Aber am wichtigsten ist, dass der Kontext, der in der Berichterstattung der westlichen Medien über die humanitäre Krise und das Leiden in Venezuela fehlt, erneut auf der Tatsache beruht, dass dies die beabsichtigte Politik ist, das beabsichtigte Ziel, das Ziel der finanziellen Sanktionen der USA. Ich war eigentlich in Venezuela, um an dem Ministertreffen der Bewegung der blockfreien Staaten, das im Sommer in Caracas stattfand, teilzunehmen. Und während dieses Treffens saß ich in einem ziemlich kleinen Raum mit Diplomaten aus aller Welt, Außenministern, Delegierten, die ihre Länder bei den Vereinigten Nationen vertraten, die zusammenkamen. Und dazu gehörten Amtsträger aus China und Russland, die, obwohl sie nicht Teil der ursprünglichen Bewegung der blockfreien Staaten sind, heute beobachtende Mitglieder vorweisen. Und während sie dort in diesem Raum saßen, verurteilten sie einer nach dem anderen die Auswirkungen der US-Sanktionen auf ihre Länder. Wir sprechen von Führern aus Syrien, der Demokratischen Volksrepublik Nordkorea, Simbabwe, Venezuela, Nicaragua, Kuba und so weiter. Alle sprachen über die Auswirkungen von Sanktionen. Der iranische Außenminister Jafar Zarif, und das war der Moment, in dem er diesen Begriff prägte, hielt sein Mobiltelefon hoch und sagte zu den anderen Diplomaten im Raum: Bitte hört auf, das Wort Sanktionen zu verwenden. Es sind keine Sanktionen. Das ist nichts anderes als Finanzterrorismus. Er sagte, schaut euch die Folgen des Terrorismus im Internet an. Ihr werdet sehen, dass es politische Gewalt ist, die umgesetzt wird, um eine Art politisches Ergebnis zu erzielen. Und das ist ganz offensichtlich dasselbe, das die US-Regierung mit Sanktionen macht. Er sagte, sie versuchen, unsere Bevölkerung zu terrorisieren, um sich aufzulehnen und so die Regierung auszutauschen. Und US-Politiker haben das in der Vergangenheit zugegeben. Ich glaube, es war Außenminister Mike Pompeo, der sagte, dass Sanktionen gegen den Iran darauf abzielen, die Wirtschaft zu ersticken und die Menschen zu zwingen, sich zu erheben. Er wollte das wahrscheinlich nicht so sagen, denn die Sache mit der Trump-Regierung ist, dass sie auch unangebrachte Dinge laut aussprechen. Aber ich denke, es war nützlich, zumindest für Menschen wie uns und die Öffentlichkeit, um zu verstehen, was genau diese Sanktionen bewirken sollen. Als ich in Venezuela war, hatte ich auch die Möglichkeit, Leute zu interviewen, die sich auf dem öffentlichen Platz Plaza Bolivia in Caracas versammelt hatten, um einen Brief zu unterschreiben, in dem die Interventionen der USA in ihrem Land angeprangert wurden. Tausende von Menschen, und sie taten dies im ganzen Land, und alle, jeder Einzelne, sagten mir, dass sie verstanden hatten, dass sie Zielscheibe des US-Imperialismus sind, weil sie in Venezuela ein Modell aufgebaut haben, ein demokratisches, sozialistisches Modell, das viele Jahre lang erfolgreich war und tatsächlich für viele der Fortschritte in der wirtschaftlichen und sozialen Mobilität gefeiert wurde, die es während der Chavez-Jahre vor dem Ölpreiseinbruch erzielt hatte. Und sie sagten, sie würden dafür bestraft werden, ein souveräner und unabhängiger Staat zu sein. Und sie sagten US-Bürgern und den Menschen auf der Welt: Wir lieben euch. Wir sehen euch als Brüder an, aber bitte sagt euren Regierungen, dass sie aufhören sollen, uns anzugreifen. Und lasst uns in Frieden und als unabhängiges, souveränes Volk leben, wie es ihnen zustehen sollte. That is the singular most powerful message that I got from the people there. Und das ist die einzigartige und mächtigste Botschaft, die ich von den Menschen dort erhalten habe. Und dann gibt es noch etwas anderes, wenn wir über Venezuela sprechen. Sie hören das sicherlich auch in Deutschland immer wieder. Es ist eine Drogendiktatur. Es gibt Drogenhandel oder Drogendealer auf hoher Regierungsebene. Und doch habe ich auch dieses Jahr einige Zeit in Honduras verbracht, wo der derzeitige Präsident Juan Hernández in einem Fall in den Vereinigten Staaten als Mitverschwörer gegen seinen Bruder Tony Hernández genannt wird, der wiederum dafür angeklagt wurde, Millionen von Dollar an Kokain und Waffen in die Vereinigten Staaten zu pumpen. Millions of dollars worth of cocaine and weapons into the United States. He was found guilty in a US court in New York City.
Er wurde vor einem US-Gericht in New York City für schuldig befunden. Ich glaube im September oder Oktober oder vor wenigen Wochen. Und wieder wird der Präsident von Honduras als Mitverschwörer in diesem millionenschweren Drogenfall genannt. Und wir hören seinen Namen nie in den US-Medien. Wir hören nie von einer Drogendiktatur in Honduras. Wir hören nie von der Tatsache, dass der ehemalige mexikanische Präsident, ein Verbündeter der Vereinigten Staaten und Enrique Peña Nieto, auch im Rahmen des El Chapo-Falles in den Vereinigten Staaten Geld von Drogenhändlern erhalten hat. Aus irgendeinem Grund gibt es also all diese Beweise für US-Verbündete oder zum Beispiel Álvaro Uribe, der ehemalige Präsident von Kolumbien. Er wurde tatsächlich einmal in Dokumenten der Defense Intelligence Agency als einer der größten Drogenhändler in ganz Kolumbien genannt. Und doch wird keiner dieser Personen belangt. Er bekam sogar noch einen schönen, bequemen Job in Georgetown, nachdem er die kolumbianische Regierung verließ. Diese Menschen werden willkommen geheißen. Sie sind Freunde der Vereinigten Staaten, auch wenn sie ausdrücklich in den Drogenhandel verwickelt sind. Ich habe noch nie irgendwelche Beweise gehört, die auf dieser Ebene bezüglich der venezolanischen Regierung vorgelegt wurden. Und doch hören wir ständig von einer Drogendiktatur, die Drogendiktatur. Ich habe keine Beweise für Drogenhandel oder eine Diktatur in Venezuela gefunden. Jeden, der die Möglichkeit hat, ins Land zu reisen und sich selbst ein Bild zu machen, ermutige ich, dies zu tun. Aber sich definitiv zu bemühen, über die Berichte der Medienkonzerne oder teilweise sogar der staatlichen Medien in Bezug auf die Situation hinaus zu informieren. Ich würde das gerne aufgreifen und etwas tiefer darauf eingehen, weil es ebenso bei deutschen Mainstream-Medien der Fall ist, dass sie nicht über die Beteiligung der USA an der Inszenierung oder Koordinierung eines Putsches oder dem Versuch, eine Regierung zu stürzen, berichten. Es wird normalerweise als interner Konflikt dargestellt, in dem internationale Akteure dann Partei ergreifen, und sie werden normalerweise als neutrale Akteure dargestellt. Aber es gibt keine konkreten Details darüber, wie die US-Regierung versucht, eine bestimmte Regierung zu stürzen. Sie bieten da eine andere Perspektive. Lassen Sie uns tiefer darauf eingehen. Sprechen Sie über die US-Beteiligung in Venezuela seit der Bush-Regierung und bis heute. Nun, die Vereinigten Staaten haben immer wieder versucht, die bolivianische Revolution zu stürzen, die 1998 begann, als Hugo Chávez, ein ehemaliger Militäroffizier, demokratisch gewählt wurde, um das Land zu führen. Er trat sein Amt 1999 an und obwohl er sich zunächst nicht als Sozialist definierte, begab er sich auf natürliche Weise auf diesen Weg der Sozialisierung der Wirtschaft des Landes, insbesondere der Ölindustrie. Dies war ein Schwerpunkt seiner Präsidentschaft in den ersten Jahren, und als er in den frühen 2000er Jahren begann, einige der korrupten Elemente innerhalb der Industrie wirklich zu durchleuchten, konnten wir beobachten, wie die Vereinigten Staaten mit aller Macht versuchten, ihn aus dem Amt zu entfernen. Und das zeigte sich erstmals 2002 in Form eines Putschversuchs, bei dem das Militär Chávez tatsächlich entführte, ihn in ein Flugzeug setzte, ihn aus dem Land flog. Und der Putsch, die Putschführer erkannten tatsächlich den damaligen Leiter der Handelskammer Pedro Carmona als Präsident des Landes an. Das ist also ein ganz direkter Weg, um die Verantwortung des Landes in die Hände von Privatunternehmen zu übertragen. Er unterzeichnete diese unglaublich drakonische Maßnahme, die als Carmona-Dekret bekannt ist und die im Wesentlichen alle demokratischen Prozesse im Land stilllegte. Er suspendierte die Nationalversammlung, all die Dinge, die ein Diktator tun würde, nicht wahr? Aber wir haben dieses Wort nie gehört, stattdessen wurde er in den westlichen Medien und Pressen gefeiert. Venezuelas neues Gesicht. Aber bemerkenswerterweise stürmten Millionen oder Hunderttausende von Menschen im ganzen Land und Zehntausende von Menschen in Caracas die Straßen und forderten die Rückkehr von Chávez. Es gab Proteste. Es wurden Menschen tatsächlich von Sicherheitskräften erschossen, weil sie demonstrierten und versuchten, ihre Demokratie zurückzugewinnen. Aber sie waren erfolgreich und Chávez kam zurück. Die Elite des Landes war gezwungen, ihn zurückzubringen, weil das Land in ein totales Chaos geraten wäre, wenn sie dem Willen des Volkes nicht gehorcht hätte. Und von diesem Zeitpunkt an war die Regierung in der Lage, mehr politische Maßnahmen umzusetzen.
more policies. Eventually, Chavez even tried to define Venezuela. Schließlich versuchte Chavez sogar Venezuela zu definieren. Er führte tatsächlich eine nationale Kampagne durch, ein Referendum, um Venezuela als ein sozialistisches Land des 21. Jahrhunderts zu definieren. Während dieser Zeit im Jahr 2007 verlagerte sich der Fokus der Vereinigten Staaten vom Nahen Osten zurück auf Lateinamerika. Und dann sah man die ersten Studentenproteste im Jahr 2007 gegen dieses Vorhaben, Venezuela als Sozialismus des 21. Jahrhunderts zu definieren. Zu diesem Zeitpunkt betritt Juan Guaido zum ersten Mal die politische Bühne in Venezuela. Er gehörte zu dieser Gruppe von in den USA ausgebildeten Studenten und es gibt tatsächlich einen großartigen Bericht bei The Nation darüber, wie einige der Beamten der US National Endowment for Democracy und des State Department, die damals dort arbeiteten, so stolz über diese Studenten sprachen, dass sie eine Ausbildung in Demokratieförderung absolviert hätten. Einer von ihnen sagte, wenn wir sie, also die Absolventen der Universität, auf der Straße sehen, ist es, als würde man einem unserer Kinder zusehen oder so etwas in der Art. Das war eines der wenigen Male, als es der Opposition gelang, Chavismo an der Wahlurne zu besiegen, als es ihnen gelang, dieses Referendum zu blockieren, um das Land als sozialistisch zu definieren. Aber es gab immer noch keine Möglichkeit für die Opposition, die Herrschaft von Chavismo in der bolivianischen Regierung effektiv zu stürzen. Dann fangen die Dinge an, gewalttätiger zu werden, nachdem Chavez 2013 verstarb. Seitdem hat die Opposition, wie in Nicaragua, mehrere gewalttätige Kampagnen geführt, die als Guarimbas bekannt sind. Die rechte Opposition dort, sie bauen Blockaden auf den Straßen, man sieht überall maskierte Männer, die Chaos anrichten und Gewalt fördern. Ich möchte eine gute Freundin erwähnen, die ihr mit Sicherheit bereits bei euch zu Gast hattet, Abby Martin. Sie hat mit ihrer Berichterstattung unglaubliche Arbeit geleistet. Ich glaube, 2017 dokumentierte sie über einige der Guarimbas, wie diese maskierten Männer Lkw-Fahrer aus ihren Fahrzeugen herausziehen und sie in Brand setzen, die Lastwagen in Brand stecken. Das war, als sie Orlando Figueroa, einen schwarzen Chavista, töteten, nur weil sie in einer von der Opposition dominierten Umgebung spazieren gingen, während sie ein rotes T-Shirt trugen. Und es gab mehrere dieser Kampagnen seit Chavez Tod, weil die Opposition dachte, sie hätten ohne Chavez die Möglichkeit, das System leicht zu stürzen. Und doch hat es nicht funktioniert. Es funktionierte immer noch nicht. Eine echte Zunahme der US-Politik gegenüber Venezuela geschah 2015, als US-Präsident Barack Obama eine Anordnung unterzeichnete, die Venezuela zu einer Bedrohung der nationalen Sicherheit für die Vereinigten Staaten erklärte. Obwohl es keinen klaren Grund dafür gab, welche Bedrohung Venezuela für mich zum Beispiel hier in Washington darstellte, wurde diese Maßnahme von da an als Rechtfertigung für die Verschärfung der Finanzsanktionen herangezogen. Wieder Terrorismus, Wirtschaftsterrorismus, wie der iranische Außenminister sagen würde, und diese erreichten unter Trump neue Höhen, der in allen Bereichen die Abhängigkeit der USA von Wirtschaftskriegen erhöhte, als Mittel zur Erreichung ihrer außenpolitischen Ziele. Aber im Falle von Trump, vor allem da er Guaido als Präsident Venezuelas anerkannte, wurden diese Sanktionen so konzipiert, dass sie die Ölindustrie des Landes lahmlegten, komplett beschädigten und dessen Zugang zum internationalen Markt. Es kann nicht wirklich daran teilnehmen und auf einfachem Weg Zugang zu Kapital erhalten, um dessen Regierung zu finanzieren. Es wird ihm erschwert, Kredite zu bekommen. Anfang dieses Jahres veröffentlichte das Außenministerium sogar ein Informationsblatt über Venezuela, in dem es dessen sogenannten Errungenschaften in der venezolanischen Außenpolitik auflistete. Guaido had established himself as interim president of the country. Es nannte tatsächlich als eine der Errungenschaften, dass Guaido sich als Interimspräsident des Landes etabliert hatte, sodass die Ölproduktion reduziert worden war, dass es Öltanker vor der Küste Venezuelas gab, die einfach aufgegeben wurden. Und es war einfach diese lange Liste, die der venezolanische UN-Botschafter Samuel Moncada mir gegenüber als Geständnisliste bezeichnete.
Er sagte, sie listen im Wesentlichen alles auf, was sie getan haben, obwohl sie wahrscheinlich nicht öffentlich die bevorzugten Ergebnisse ihrer Politik zugeben sollten. Aber weil die Trump-Administration die Dinge nicht immer durchdenkt, gingen sie einfach hin und stellten das auf die Website des Außenministeriums. Und sie löschten diese Seite tatsächlich innerhalb von 24 Stunden, weil sie erkannten, oh verdammt, wir sollten diese Dinge nicht zugeben. Aber ich konnte eine Kopie erhalten und diese wird für immer online über The Grey Zone einsehbar sein. Sie können es dort nachlesen, aber es war im Wesentlichen eine Liste von Geständnissen. Die USA sagten, dass sie die Wirtschaft Venezuelas aushungern ließen. Das sei etwas Großartiges und etwas, das sie tun wollten, obwohl sie behaupteten, dass Sanktionen nicht auf die Menschen abzielten, sondern nur dazu da seien, Regierungsvertreter zu treffen. Ich habe Mark Weisbrot interviewt, Co-Direktor des Center of Economic and Policy Research. Er ist Co-Autor dieses Berichts, der dokumentierte, dass es zwischen den Jahren 2016 und 2018 in Venezuela 40.000 Todesfälle als Folge von Sanktionen der USA gab, weil diese sie vom internationalen Lebensmittelmarkt abgeschnitten hatten und sie nicht in der Lage waren, Medikamente zu einem normalen Preis zu importieren. Und er sagte mir, dass sie mit dieser Liste, die das Außenministerium auf dessen eigene Website gesetzt hatte, zugegeben haben, Venezolaner zu töten. Und dass diese Politik, wenn sie in Kraft bliebe, weiterhin Venezolaner töten werde. Es ist wirklich schockierend, etwas, worüber die Medien empört sein sollten, vor allem all die Menschen, die behaupten, sich so sehr um die humanitäre Krise in Venezuela zu sorgen. Nun, die Lösung ist sehr einfach. Setzt den Sanktionen ein Ende. Lassen Sie uns einige Gegenargumente ausführen. Ich werde sie Punkt für Punkt durchgehen. Ich werde jeden Punkt konkret und knapp nennen. Sie können dann jeweils darauf antworten. Das sind die sogenannten Standardargumente, die gebracht werden. Beginnen wir mit dem ersten. Venezuelas Juan Guaido, der sogenannte Oppositionsführer, wird von den meisten internationalen Ländern und sogar von der Organisation amerikanischer Staaten, bekannt als OAS, anerkannt. Wann immer die Vereinigten Staaten sagen, dass die Mehrheit der Welt Juan Guaido anerkennt, verraten sie sehr viel darüber, wie die Vereinigten Staaten die Welt sehen. Die beste Art, es zu beschreiben, ist, wenn ich mich recht erinnere, war es der Ökonom, der diese Weltkarte hatte, und er sagte, schauen Sie sich an, wie die Mehrheit der Länder der Welt Juan Guaido anerkennt. Aber dann waren Afrika und Asien, riesige Teile der Welt, völlig leer und wurden einfach entfernt. Wir haben sie einfach ignoriert, total vergessen, dass sie existieren. Ich schätze, die Vereinigten Staaten betrachten diese Länder nicht als Teil der Welt. Die Zahl, die jemand wie Elliot Abrams, Trumps Sonderbeauftragter für Venezuela, angibt, ändert sich ständig, aber sie liegt irgendwo zwischen 50 und 60 Ländern, glaube ich, von denen die USA behaupten, dass sie Juan Guaido anerkennen. Und doch gibt es 193 Länder in den Vereinten Nationen. Ich erwähnte diese Konferenz der Bewegung der blockfreien Staaten, das Treffen der Minister und Spitzendiplomaten, an dem ich im Juli teilnahm, und während dieses Treffens stimmten 120 Länder, die dort versammelt waren, für eine Resolution, in der Maduro einstimmig als legitimer Präsident Venezuelas anerkannt wurde, wobei sie die Sanktionen der USA und gezielte Versuche zur Untergrabung und Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas verurteilten. Das ist die Mehrheit der Welt. Die Mehrheit der Welt ist auf der anderen Seite. Das nächste Gegenargument: Maduro besticht sein eigenes Volk mit Nahrungsmittelhilfe und Wasser und deshalb bleibt er an der Macht, aber er hat eigentlich keine öffentliche Unterstützung. Ich werde mich ganz kurz fassen. Ich wünschte mir in den Vereinigten Staaten, dass meine gewählten Amtsträger mich mit Nahrung, Wasser, Gesundheitsversorgung, Bildung und Wohnraum bestechen würden und all diese Dinge, die einem zustehen, zu denen wir in den Vereinigten Staaten aber nicht wirklich Zugang haben, weil wir einfach den Kräften des freien Marktes überlassen sind. Dennoch sollten wir bedenken, es klingt so, als würde Regieren so funktionieren. Man gibt den Menschen etwas als Gegenleistung für ihre Unterstützung. Nochmals, ich wünsche, die Menschen in den Staaten würden mit Nahrung versorgt, um sie zur Stimmabgabe zu ermutigen. Stattdessen haben wir ein Rekordmaß an Kinderarmut und Kinder, die die Tage ohne Mahlzeiten verbringen. Da wäre mir Bestechung lieber. Vielen Dank.
Hinzu kommt, dass die Militärausgaben auf einem Rekordniveau liegen. Das nächste Gegenargument ist also, dass Maduro eine miserable Menschenrechtsbilanz hat. Er verhaftet Journalisten und tötet Aktivisten vor Ort. Was konnten Sie beobachten? Ich habe in meiner Erfahrung keine Beweise dafür gefunden, dass es in Venezuela eine Art Geheimpolizei oder die Inhaftierung von Journalisten und politischen Dissidenten gab. Aber ich möchte mich speziell auf diesen Bericht von Michelle Bachelet, der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, konzentrieren. Sie hat im Juni einen Bericht veröffentlicht, der mit großer Spannung erwartet wurde. Die Leute waren gespannt darauf, was sie gefunden hatte, denn sie hatte Venezuela ja tatsächlich selbst besucht. Und ich muss sagen, dass der Bericht entsetzlich war. Er wurde seitdem benutzt, um zum Beispiel die US-Sanktionen gegen das CLAP-Programm zu rechtfertigen, ein Programm zur Verteilung von Lebensmitteln in Venezuela, durch das die Regierung nun zweimal im Monat Lebensmittel an 6 Millionen Haushalte liefert. Und sie hat in ihrem Menschenrechtsbericht tatsächlich angegeben, dass das CLAP-Programm als Mittel zur Bespitzelung der Bevölkerung benutzt wird und nicht an Familien der Opposition weitergegeben wird. Das war eine himmelschreiende Lüge. Ich und viele andere Leute haben ja das Gegenteil mit eigenen Augen gesehen, was die Verbreitung des CLAP-Programms bedeutet. Ich bin nicht die Einzige, die das sagen würde. Angehörige der Opposition nehmen ebenfalls am Programm teil. Aber wiederum wurde ihre Arbeit dann von der US-Regierung benutzt, um Sanktionen gegen das Ernährungsprogramm zu rechtfertigen. Mehr als das, 80% ihrer in diesem Bericht zitierten Quellen waren tatsächlich außerhalb Venezuelas ansässig, obwohl sie selbst dorthin fuhr und Leute befragte, einschließlich der Mutter von Orlando Figueroa, dem schwarzen Chavista, den ich erwähnte, und der von einem wütenden rechten Anti-Regierungsmob gelyncht und angezündet wurde. Und sie ignorierte die rechtsstehende Gewalt völlig, erwähnte Orlandos Namen nicht ein einziges Mal in ihrem gesamten Bericht, obwohl sie in die Augen seiner trauernden Mutter schaute, die vor ihr weinte. Wenn wir also über Menschenrechte sprechen, dann ist das meiner Meinung nach ein perfektes Beispiel dafür, dass die Menschenrechte tatsächlich etwas sind, das von den Vereinigten Staaten als Waffe eingesetzt wird, um ihre Feinde zu treffen. Und währenddessen werden die Menschenrechtsverletzungen in Honduras, Kolumbien, Ecuador völlig ignoriert. Wenn die Vereinigten Staaten sich nun um Menschenrechte scheren, und das ist nur ein grundlegender Punkt, den wir immer wieder hören und immer wieder machen können, es scheint fast wie ein Klischee, warum sind wir dann starke Verbündete mit einem wahhabitischen Königreich Saudi-Arabien oder dem Apartheidsstaat Israel? In der Politik der USA geht es nicht um Menschenrechte. Und jegliche Missbräuche oder Probleme in Venezuela sollten dem venezolanischen Volk überlassen werden, um sie zu lösen und an sich selbst zu arbeiten. Das ist es, was unabhängigen, souveränen Nationen erlaubt sein sollte. Mein letztes Gegenargument vor dem Themenwechsel ist, dass Maduro verantwortlich war für eine schlechte Wirtschaftsplanung, zum Beispiel keine Diversifizierung vom Öl, was zu der gegenwärtigen Unzufriedenheit und damit zum Aufstand führte. Es stimmt, dass die Wirtschaft Venezuelas stark vom Öl abhängt und der Sozialstaat stark von hohen Ölpreisen, um zu funktionieren. Aber die Realität ist, dass dies nicht etwas ist, das mit den Maduro- oder gar Chavez-Administrationen begann. Venezuela war jahrzehntelang ein Ölstaat, was bis in die 1950er Jahre zurückreicht. Seine gesamte Wirtschaft war um die Ölwirtschaft herum strukturiert. Und die Realität ist, dass die Regierung unter Maduro tatsächlich Schritte unternommen hat, um die Wirtschaft zu diversifizieren. Ich habe gesehen, wie die Regierung vor allem in den Bereichen der Nahrungsmittelproduktion versucht hat, die Bürger zum Umdenken zu bewegen. Vor allem jetzt, wo sie durch Sanktionen vom internationalen Markt abgeschnitten sind, produzieren sie Lebensmittel im eigenen Land. Sie möchten ihre eigene Ernährungssouveränität erhöhen, denn das ist definitiv ein Thema. Was die Fehler der Regierung betrifft, so denke ich, dass es normal ist, dass jede Regierung Fehlleistungen hat, aber nicht solche, die zu der massiven Inflation führen würden, die wir jetzt sehen, in dem massiven Ausmaß des Leidens, das das Ergebnis von etwas Unnatürlichem sein muss, etwas von außen. Und das ist es auch.
Die US-Sanktionen sind darauf ausgerichtet. Außerdem benutzen die USA den Dollar als Waffe und das nicht nur in Venezuela, sondern zum Beispiel auch in Simbabwe, in jedem Land, das sich der US-Hegemonialordnung widersetzt. Aus irgendeinem Grund sehen wir diese hohen Inflationsraten und wir sollten einfach glauben, die Regierung sei so inkompetent, dass sie ihre Wirtschaft nicht steuern kann. Aber die meisten Regierungen sind eigentlich in der Lage, so etwas wie die Inflation nach ein paar Monaten oder einem Jahr zu korrigieren. Der Grund dafür, dass sie das in Venezuela nicht können, ist wiederum, dass dies eine Manipulation von außen ist. Es ist der Schwarzmarkt. Kolumbien tut alles, was es kann, um die Grenze instabil zu halten und um den Schwarzmarktkräften Raum für den Austausch von Waren zu geben. Und noch einmal, auch wenn wir sagen, dass die Regierung hier und da Fehler gemacht hat, das Leid und die Not sind in einem Ausmaß, dass es einfach nicht der einzige Grund sein kann. Selbst wenn man den Standpunkt von jemandem anerkennt, wird er ein wenig genauer hinschauen müssen, um zu erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Betrachten wir andere Länder der Region, Honduras und Bolivien. Letzteres macht Schlagzeilen. Ich möchte mich zunächst auf Honduras konzentrieren, da in Deutschland über dieses Thema und den entsprechenden Kontext selten berichtet wird. In diesem Sommer, am 10. Jahrestag der Amtsenthebung des hondurianischen Präsidenten Manuel Zelaya, haben Sie ihn bei The Grey Zone interviewt. Könnten Sie Honduras und seine Präsidentschaft in einen historischen Kontext setzen und unseren Zuschauern erzählen, was dort tatsächlich passiert ist? Yes. José Manuel Zelaya was ousted in a US-backed coup. José Manuel Zelaya wurde 2009, kurz nach Obamas Amtsantritt, in einem von den USA unterstützten Putsch gestürzt, der Hoffnung und Veränderung versprach. Zelaya war als eine Art Kandidat der linken Mitte gewählt worden, aber dann begann er während seiner Präsidentschaft, sich darum zu bemühen, Chávez zu erreichen, um sich ALBA anzuschließen, der boliviarischen Allianz für Amerika, die Chávez als eine Art Alternative zu dem von den USA dominierten regionalen Block etablierte. Zelaya sprach mit mir darüber, wie die USA unter Bush und Obama zu ihm kamen und sagten, das dürft ihr nicht tun. Du kannst keine Beziehungen zu Chávez aufbauen. Du kannst nicht hingehen und Öl von ihm holen, weil es billiger ist. Du musst weiterhin Millionen von Dollar ausgeben, um es von uns zu bekommen. Etwas anderes, was Zelaya getan hat, war eine Kampagne für eine Verfassungsreform zu starten, das Grundgesetz des Landes umzuschreiben und zu einer Zeit, als es eigentlich illegal war, das überhaupt als politische Zusicherung oder Wahlversprechen zur Sprache zu bringen. Also hat er nur auf den Stimmzettel ein Referendum gesetzt und gesagt, sollten wir unsere Fähigkeit, eine konstitutionelle Versammlung zu haben, in Betracht ziehen, um unser Grundgesetz neu schreiben zu können? Und das war der Tag der Abstimmung, an dem die USA das Militär unterstützten, sein Haus zu stürmen, ihn mit vorgehaltener Waffe entführten und in ein Flugzeug nach Costa Rica setzten. Er wurde in seinem Pyjama auf einer Landebahn in Costa Rica zurückgelassen, verließ die Landebahn und traf auf einige Leute, die sagten, haben Sie sich verlaufen? Und er sagte, ich bin der Präsident von Honduras. Die haben mich einfach hier abgesetzt. Und dann hielt er eine Pressekonferenz dort in Costa Rica, aber es war nur ein altmodischer Militärputsch und er wurde von der Obama-Regierung durchgeführt, insbesondere von Hillary Clinton. Die Außenministerin schrieb in ihrem Buch, wie sie maßgeblich an der Durchsetzung dieses Putsches beteiligt war. Aus irgendeinem Grund hat sie diesen Abschnitt des Buches dann wieder gestrichen. Ich glaube, er heißt »Harte Entscheidungen«. Sie hat dieses Kapitel aus ihrem Buch für die Taschenbuchausgabe entfernen lassen. Also schätze ich, dass sie sich für ihre Rolle in diesem Coup schämte. Interessanterweise ging Obama am Tag nach oder am Tag des Putsches zur Presse und bestätigte, dass was in Honduras vorgefallen ist, tatsächlich ein Putsch war. José Manuel Zelaya bleibt der legitime Präsident des Landes. Wir haben diesen Präzedenzfall angeprangert und dann hat er diese Worte nie wieder geäußert. Von diesem Zeitpunkt an war Zelaya draußen. Obama muss die Memo bekommen haben, dass er dafür verantwortlich war und dass es kein Zurück mehr gab.
Ich weiß, dass einige Leute scherzen, dass ihm vielleicht das JFK-Attentatsvideo gezeigt wurde. Ich habe diesen Witz schon mal gehört. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Aber Obama änderte seine Meinung über den Coup ziemlich schnell. Und seitdem ist Honduras komplett zerstört worden, wenn wir schon über Drogendiktatur und humanitäre Krisen sprechen. Was ich in Honduras gesehen habe, war viel beunruhigender und schrecklicher als alles, was ich in Venezuela erlebt habe. Dort herrscht vollkommene Armut auf den Straßen. Die Not hat sich verdoppelt. Die extreme Armut hat sich seit dem Putsch verdoppelt. Und Menschenrechtsorganisationen haben Honduras als eines der gefährlichsten Länder der Welt für Umweltaktivisten und Menschenrechtsverteidiger definiert. Ich habe die Mutter von Berta Cáceres interviewt, die inzwischen zu einer Art Symbol für die Bewegung geworden ist. Sie war die antikapitalistische, antiimperialistische, umweltpolitische, indigene Aktivistin von Honduras, die jahrzehntelang unglaubliche Arbeit geleistet hat, indem sie eine der großen Umweltgruppen in Honduras gegründet hat, um ihr Land vor internationalen Konzernen zu schützen, die nach dem Putsch das Land überfielen. Corporations which raided the country following the coup. And she was killed in her home. Sie wurde in ihrem Haus von maskierten Männern getötet. Bezahlte paramilitärische Gruppen, die von dem privaten Unternehmen, gegen das sie kämpfte, wegen eines Staudammprojekts in ihrer Heimat bezahlt wurden. Und genau in dieser Woche wurden 7 Männer für ihren Tod verurteilt. Es gab also zumindest einen Anschein von Gerechtigkeit. Aber wir wissen, dass die wahren Täter, die Menschen, die wirklich verantwortlich sind, die Konzerne und im weiteren Sinne die US-Regierung, die diesen Putsch durchgeführt haben, niemals zur Verantwortung gezogen werden. Während wir dort waren, gab es in Honduras in diesem Jahr, 10 Jahre nach dem Coup, Proteste gegen den derzeitigen Präsidenten Juan Orlando Hernández für sein massives Sparprogramm, das er im Land umgesetzt hat. Er sah sich massiven Demonstrationen von Lehrern und Schülern gegenüber. Während wir dort waren, besuchten wir den Campus der Autonomen Universität von Honduras, UNAH, wo die Studenten massiv streikten. Sie gingen nicht in den Unterricht. Sie protestierten gegen die Einschränkungen ihrer Ausbildung. Sie sagten, sie wären nicht richtig ausgestattet. Zum Beispiel hatten Medizinstudenten keine richtige Ausrüstung, um in Laboren zu arbeiten. Sie sagten, dass die Qualität ihrer Klassenzimmer und einfach jeder Aspekt ihres Lebens durch die Sparmaßnahmen und alle Einschnitte von Fernández in der Ausbildung völlig zerstört worden seien. Hernández's cuts to education. And while we were there, und während wir dort waren, erlaubte Hernández der örtlichen Polizei, den Campus zu betreten und auf die Studenten zu schießen, wobei mehrere von ihnen getroffen wurden. Glücklicherweise wurde niemand getötet, aber wir haben darüber bei The Grey Zone berichtet und das trotz der Tatsache, dass die Universität eine autonome Universität ist. Sie soll völlig unabhängig von den staatlichen Regierungskräften sein. Polizeikräfte sind auf dem Campus nicht erlaubt. Es war also tatsächlich eine Verletzung der Autonomie der Universität. Doch darüber wurde in den westlichen Medien und in den US-Medien und ich denke auch in den deutschen Medien nicht berichtet. Wenn es in Venezuela passiert wäre, bin ich mir sicher, es wäre wieder auf die Titelseite der Zeitungen gekommen. Aber es gab massive Demonstrationen gegen ihn. Ich habe gesehen, wie er Gymnasiasten mit Tränengas beschoss, weil sie gegen dieselben Sparmaßnahmen im Bildungsbereich protestierten. Und selbst jetzt, Monate später, nach all diesen Unruhen, wurde der Bruder des Präsidenten erneut für schuldig befunden, Kokain und Waffen in die Vereinigten Staaten geschmuggelt zu haben. Er hat es sich auf dem Sitz der Macht bequem gemacht, denn schließlich kontrollieren die USA das Land, den größten Militärstützpunkt in der Region. Der US-Militärstützpunkt in der Region liegt in Honduras, etwas außerhalb von Tegucigalpa. Es ist der Stützpunkt, durch den die USA ihre niederträchtigen Kriege der 80er Jahre führten. Es ist dieser Stützpunkt des Bösen in der Region und sie werden ihn nie aufgeben.
Dadurch und durch ihre Zusammenarbeit mit dem hondurianischen Militär im Krieg gegen die Drogen kontrollieren sie die hondurianischen Streitkräfte vollständig. Und solange das der Fall ist, ist Juan Orlando Hernández sicher. Und jeder demokratische Führer oder jemand, der kommt und hofft, das Land zu verändern, ist in Gefahr, weil er mit vorgehaltener Waffe hingerichtet wird. Ich sollte nur noch einen weiteren Punkt ansprechen. Laut der hondurianischen Verfassung ist es illegal, dass ein Präsident 2 aufeinanderfolgende Amtszeiten absolviert. Und doch ist es genau das, was Juan Orlando Hernández erlaubt wurde. Dieselbe Organisation amerikanischer Staaten, die Venezuela anprangert, schafft eigentlich den Vorwand für eine militärische Intervention dort, verschließt nur die Augen davor, dass Juan Orlando Hernández, der nicht nur für eine zweite Amtszeit kandidiert, sondern diese auch durchführt, während seiner zweiten Amtszeit regiert, obwohl das verfassungsrechtlich unrechtmäßig ist. Uns wird gesagt, dass Evo Morales ein Diktator war, weil er für eine 4. Amtszeit kandidierte, obwohl der oberste Gerichtshof seines Landes entschieden hat, dass er dies tun darf. Und doch sitzt in Honduras ein eklatanter Drogendiktator mit Unterstützung der Vereinigten Staaten. Ich finde, das sagt alles über die Haltung der USA gegenüber der Region. Kommen wir zu unserem letzten Thema für heute, Bolivien. In der Berichterstattung findet sich ein Narrativ, das behauptet, dass Evo Morales seine Vertreibung nach seiner Initiative zur Verfassungsänderung durch anhaltende Korruption und die resultierende Massenunzufriedenheit sich selbst zuzuschreiben hat. Wie beurteilen Sie die Abfolge der Ereignisse dort und welches Gewicht haben diese Argumente? Um es nochmal aufzugreifen, der Fall in Bolivien sagt uns, wenn wir es richtig betrachten, wirklich alles, was wir über die Region wissen müssen, weil uns gesagt wird, dass der Grund, warum wir zum Beispiel den US-Regimewechsel in Venezuela unterstützen müssen, darin besteht, dass dort eine Diktatur herrscht und die Wirtschaft schrecklich schlecht geführt wird. Und doch ging es der Wirtschaft in Bolivien gut, vor allem im Vergleich zu anderen Ländern in der Gegend. Niemand konnte sagen, dass Evo Morales über eine gescheiterte Wirtschaftspolitik präsidiert. Tatsächlich habe ich mit einem Beamten gesprochen, der mir die Ironie sagte, dass die Bolivianer zu viel Vertrauen in ihre Wirtschaft hatten. Sie dachten, wenn es ihnen nur gut ginge, würden sich die Vereinigten Staaten nie entscheiden, dorthin zu gehen und eine verrückte Operation durchzuführen. Und doch waren wir alle schockiert, wie schnell sich die Ereignisse in Bolivien gewendet haben. Evo Morales wurde nicht nur vom obersten Gerichtshof des Landes ermöglicht, die 4. Amtszeit zu beantragen, was ich noch einmal betonen möchte, denn das ist einer der größten Mythen, dass er zu oft kandidierte oder dass er ein Diktator war. Nun, sein Land, der oberste Gerichtshof, wie überall, hat das letzte Wort, wenn es um das Recht des Landes geht. Und sie genehmigten seine 4. Kandidatur für das Amt. Aber abgesehen von dieser Frage erkannte und anerkannte er sofort den Bericht der OAS über angebliche Unregelmäßigkeiten bei seiner Wiederwahl, obwohl es wieder einen großartigen Bericht des Center for Economic and Policy Research gibt, das sich diesen OAS-Bericht tatsächlich ansah und aufschlüsselte, wie es eine Manipulation von Zahlen und Grafiken und alles war, um es so aussehen zu lassen, als gäbe es Unregelmäßigkeiten. Es gab tatsächlich keine Beweise für Missbrauch oder Betrug bei der Wahl. Aber trotzdem, sagte Evo, schön, wir werden eine weitere Wahl haben. Wir werden die Schiefertafel wischen und wir werden von hier aus weitermachen. Und doch rief innerhalb von Stunden der Chef seines Militärs, der Chef seiner Streitkräfte zum Rücktritt auf. Und später in der Nacht, ich glaube es war Sonntag, vor ein paar Wochen, da liefen gerade Rechtsradikale in Evos Haus und filmten, wo er schlief und wo er seine Schuhe und das Laufband aufbewahrte. Und Evo saß in einem Flugzeug nach Mexiko. So schnell hat sich die Lage geändert. Und was haben wir seitdem gesehen? Haben wir eine Wiederherstellung von Demokratie und Frieden gesehen? Nein. Wir haben eine Frau gesehen, ähnlich wie Juan Guaido, von der viele Menschen im Land von diesem Datum nicht einmal wussten. Ich meine, Anés erklärte sich selbst zum Präsidenten des Landes, während sie mit Militärführern und schwer bewaffneten Wachen die Straße entlang marschierte.
Es ist sehr klar, wer sie an der Macht hält. Und am beunruhigendsten ist, dass wir eine koordinierte Kampagne von Gewalt und Terror gegen das Movimiento al Socialismo, MAS, gesehen haben. Die Partei und Bewegung, die von Evo Morales an der Spitze vertreten wird, bestand aber im ganzen Land aus lokalen Beamten, Bürgermeistern und Führern der Bewegung, Gewerkschaftsführern, die auf der Straße getötet, entführt und brutal behandelt wurden. Mein Kollege und Freund Wyatt Reed war in Bolivien, um für The Grey Zone zu berichten, und er hat einige der schrecklichen Fälle von Missbrauch gegen MAS-Führer dokumentiert. Ein Video von einem lokalen Führungsmitglied, das freigelassen wurde, ist auf seiner Twitter-Seite zu finden. Eine Frau wurde entführt und sie haben ihr die Haare abgeschnitten. Sie wurde fast kahl rasiert und dann auf die Straße geworfen. Das war die Terrorkampagne, die das Militär und die Streitkräfte massenhaft entfesselt haben. Und deshalb, wenn wir auf Ivos Worte zurückblicken, sagte er an dem Tag, an dem er zurücktrat und sich entschied, das Land zu verlassen: Ich tue dies, um die Menschen der MAS zu schützen, denn sie werden entführt und ihre Häuser werden in Brand gesteckt. Was soll das? Was soll das? Wenn ein Präsident wegen Gewaltanwendung gegen seine Partei zurücktreten muss, ist das nichts anderes als ein Staatsstreich. Wir haben schreckliche Bilder von Leichenzügen gesehen, die von der Polizei mit Tränengas vergast und beschossen werden. Särge wurden auf die Straße geworfen, weil die Streitkräfte die Einheimischen terrorisieren, weil sie nur versuchen, ihre Toten zu ehren und ihrer zu gedenken. Ich glaube, wir kennen nicht einmal das wahre Ausmaß der Gewalt- und Todeskampagne in Bolivien. Sie versuchen tatsächlich eine Bewegung zu reinigen, eine politische Bewegung der arbeitenden Menschen, so wie in Honduras. Ich sah die Auswirkungen davon 9 Jahre nach dem Putsch. Wie dieser Staat systematisch eindrang und sagte: So, nun lasst uns diese Aktivisten beseitigen. Diese Leute haben uns Probleme gemacht. Diese Leute haben sich gegen Privatunternehmen, Industrien und Kapital gestellt. Lasst uns diese Liste, diese Checkliste holen und einen nach dem anderen ausmerzen. In Bolivien hat die extreme Rechte seit 13 Jahren darauf gewartet, das zu tun. Und es sollte ein internationaler Aufschrei erfolgen. Michelle Bachelet vom UN-Hochkommissariat für Menschenrechte sollte Berichte über Bolivien herausgeben oder darüber, was zum Beispiel in Chile, ihrem eigenen Heimatland, geschieht, wo Demonstranten mit Kugeln in den Augen angegriffen wurden. Ärzte, Optiker in Chile hatten tatsächlich einen Bericht herausgegeben, in dem es heißt, dass die Sicherheitskräfte dort systematisch auf die Demonstranten zielen und ihnen in die Augen schießen. Doch Michelle Bachelet gibt keinen Bericht über Chile heraus, obwohl sie von dort stammt und von der chilenischen Diktatur gefoltert wurde. Sie zuckt nicht mal mit der Wimper und vergießt keine Träne für die Menschen in Bolivien und die internationalen Medien auch nicht. Was sagt uns das? Die Menschenrechtsorganisationen, die Journalisten, es sagt uns, dass sie sich eigentlich nicht um die Menschen scheren. Sie geben vor, sich um die Menschen in Venezuela zu sorgen, weil sie existieren, um eine Geschichte zu verüben und zu fördern, um dem Privatkapital, der Privatindustrie zu helfen, in diese Länder zu kommen und ihr Land zu plündern und Menschen zu töten. Und wenn es vor unseren Augen in anderen Ländern geschieht, sind sie völlig still. Und das ist also das Schweigen, das ich in The Grey Zone zu brechen versuche. Ich weiß, dass es das ist, was ihr durch eure Arbeit in Deutschland versucht. Also bin ich sehr dankbar dafür und ich denke einfach, dass wir alle zusammenhalten und in Kontakt bleiben müssen, um sicherzustellen, dass wir diese Informationen so weit wie möglich verbreiten. Um das aufzugreifen, Activism wurde mit der Idee gegründet, lösungsorientiert zu berichten und auch eine positive Vision für die Zukunft anzubieten, die unserer Meinung nach im linken Spektrum oft fehlt. Wie ist Ihre Einschätzung, wenn wir an dieses Interview denken und an Assange und Bolivien und Venezuela? Das sind schwierige Themen und viele Menschen fühlen sich schrecklich hilflos. Was würden Sie sagen, können Menschen und Einzelpersonen morgen nach diesem Interview in Deutschland und den USA tun, um die Welt zu verbessern und diesen Ländern und den Menschen dort zu helfen? Was Aktivismus betrifft, war eine der effektivsten und unglaublichsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe,
Der Streit um die venezolanische Botschaft in Washington, D.C. Anfang dieses Jahres. Ich war Teil einer Gruppe namens Embassy Protection Collective, die bei der Einladung der international anerkannten Maduro-Regierung in der Botschaft Venezuelas blieb, um zu verhindern, dass sie von der US-Regierung beschlagnahmt und an die sogenannten Guaido-Beamten in Washington übergeben wurde. Diese Pattsituation dauerte etwa einen Monat an. Aber für 10 Tage steckte ich tatsächlich in der Botschaft fest, weil verrückte rechte Venezolaner und die US-Sicherheitskräfte die Türen blockiert hatten und kein Essen oder Trinkwasser hineinließen. Sie unterbrechen unsere Stromzufuhr, sie unterbrechen die Wasserversorgung, sie wenden die gleiche Taktik an, die sie gegen das venezolanische Volk, gegen ihre eigenen Bürger anwenden, nicht auf US-Boden, sondern auf venezolanischem Boden in der Botschaft, um zu versuchen, das Gelände zu schützen. Ich weiß nicht, wie genau Sie das in Deutschland verfolgt haben, aber es war eine Sache, von der uns gesagt wurde, dass sogar Elliot Abrams wirklich verärgert war über das, was sie taten, und das fühlte sich wirklich gut an. Ich habe davon erzählt, weil ich denke, dass es das perfekte Beispiel für eine direkte Aktion war, die von mehreren Aktivistengruppen in DC durchgeführt wurde. Sie organisierten sich und fragten, was können wir in Washington DC tun? Was können wir ausrichten, um diesem Putsch standzuhalten? Und zu diesem Zeitpunkt war es die Botschaft in Venezuela oder die venezolanische Botschaft in Washington DC. Aktuell haben wir zum Beispiel bezüglich des Staatsstreichs in Bolivien Kundgebungen bei der Organisation amerikanischer Staaten OAS durchgeführt, denn dies ist eine Gruppe, die nicht nur den Staatsstreich in Bolivien ermöglicht hat, sondern auch maßgeblich am Krieg gegen Venezuela beteiligt war und die Regierung in ihren Wahlprozessen delegitimiert hat und die gerade wieder eine Maßnahme in Erwägung zieht, einen Vertrag, der als Vorwand für eine militärische Intervention in Venezuela dienen soll. In New York kenne ich eine unglaubliche Gruppe von Aktivisten, die jeden Donnerstag eine Kundgebung vor der New York Times für Julian Assange durchführen. Sie informieren dort die Leute und sie sagen, dass die New York Times das perfekte Ziel für ihre Leidenschaft ist und ihre Nummer 1 Assange. Wo auch immer man lebt, kann man verschiedenen Zielen folgen, so wie diesem. In Deutschland können Sie vielleicht Anregungen dafür schaffen, was getan werden kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch da ein Kampf in der Botschaft stattfinden müsste, beziehungsweise diese Beamten herausgefordert werden müssten. Sie kommen in die Universitäten, sie gehen in Thinktanks, sie sind zugänglicher, als man glaubt. Und sie sollten in die Mangel genommen werden. Deutsche Beamte sollten für ihre Unterstützung dieses Putsches in die Mangel genommen werden, und zwar besonders deutsche Beamten, denn ich glaube, dass die europäischen Regierungen dem Trump-Putsch eigentlich nicht zustimmen wollten. Denn gerade aus pragmatischer Sicht wollen diese Länder Geschäfte machen und Beziehungen zu Venezuela unterhalten. These countries want to do business and have relations with Venezuela. Und wenn das der Fall ist, geht das mit Guaido nicht. Er vertritt eigentlich keine Regierung, deshalb denke ich, dass in Deutschland und vor allem in Europa Politiker gedrängt werden sollten, das Scheitern dieser Putschpolitik in Venezuela anzuerkennen und auch Sanktionen. Sanktionen, so denken sie, sind das wichtigste Thema, auf das wir alle in den Staaten und den mit den USA verbundenen Ländern konzentriert sein sollten. Denn wir werden, glaube ich, keine Masseninvasion von Ausmaßen wie in Irak oder Afghanistan erleben. Diese Zeiten sind vorbei. Die Vereinigten Staaten verlassen sich auf den Finanzterrorismus und ihre Dominanz im internationalen Finanzsystem, um Krieg zu führen. Viele von uns sind unwissend, weil es nicht in den Schlagzeilen steht. Wir sehen den Krieg nicht mit eigenen Augen, aber es passiert. Über ein Drittel, etwa ein Drittel der Weltbevölkerung lebt derzeit unter irgendeiner Form von US-Sanktionen. Das sind Angaben des stellvertretenden Außenministers von Russland, den ich während der Bewegung der blockfreien Staaten befragt habe. Er sagte, dass die Analyse der russischen Regierung schätzt, dass es sich um etwa 30% der Welt handelt. Denken Sie mal kurz darüber nach, 30% der Welt leben unter einer Form des wirtschaftlichen Terrorismus der USA. Und Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Kanada, alle diese Staaten sind an dieser Politik beteiligt. Und so ist es an uns, als Bürger dieser Länder darauf hinzuweisen, dass Sanktionen eine Form der Kriegsführung sind. Und sie werden gerade in beispiellosem Ausmaß eingesetzt. Wir sollten das ins Zentrum unserer Antikriegsbewegung rücken.
Anya Parampil, investigative Journalistin bei The Grey Zone Project. Vielen Dank für die aufschlussreiche Diskussion. Thanks for hosting me, Zane. Und danke, dass Sie heute wieder dabei waren. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, indem Sie auf den unten stehenden Button klicken und zu spenden. Vor allem in einer Zeit, in der unabhängiger Journalismus unter Beschuss steht. Das war's für heute vom Team in München. Mein Name ist Sendrasa. Bis zum nächsten Mal.